gehen wir zum Hafen. Da ist der private Yachthafen, so wie es aussieht. Und hier sind jetzt die kleinen Kähne. Wir können nicht drauf, das habe ich vorhin schon versucht. Da ist überall Betreten verboten. So, und da ist jetzt wieder das eine Privatschiff. Na, gehen wir mal weiter, gucken wir mal. Boah, ist der Kahn runtergekommen. Nein, nicht vom Aussehen her, vom Wasser her. Die sind ja fast alle auf dem Boden. Guckt euch das mal an. Vorhin waren die richtig schön hoch. Überall Betreten verboten. Das ärgert mich. Wenn ich mal einen finden würde, den ich fragen könnte, hier, wie sieht's aus und so, kann ich mal oder was. Aber im Moment siehst du hier keinen einzigen Kapitän oder kein Co-Mitglied oder sowas. Ja, scheiß Sprache, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber keiner da. Und das hier ist eine Fähre, oder? Ja, das ist eine kleine Fähre, tatsächlich. Mann, ist die tief unten. Wahnsinn. Ist ganz schön ab da. Guck mal hier, wie weit die unten ist. Wahnsinn. Ja, das ist eine Fähre, eine kleine. Und da stehen jetzt die großen Pötte, aber da ist auch wirklich wenig Wasser, ey. Und heute Morgen war das voll bis fast oben hin. Man sieht es ja an den Roststellen, da fehlen locker mal 3 Meter, würde ich schätzen. Okay, sagen wir 2. Im Schätzen bin ich nicht so gut. 2 Meter fehlen bestimmt. Ja, das können vielleicht doch, ja doch, 2,5. So. Das Teil hier, wie gesagt, das scheint irgendwie ein Frachter zu sein mit Beladung oder sowas, weil der hat hinten die Klappe und hier auch Verschraubung auf dem Deck. Ich könnte wetten, dass man da irgendwie Ladung drauf befestigen kann, Schiffe oder was anderes. Nur ist halt schade, dass ich hier niemanden finde, der mir mal sagen würde, komm, guck mal oder so. Es ist niemand da, sonst würde ich nämlich echt mal auf so ein Schiffchen draufgehen. Oh je, die sieht man ja eigentlich gar nicht gerne, aber man sieht sie trotzdem gerne. Vielleicht ist es ja ein bisschen anders. Wie bei uns, weiß man nicht. Gut, dann gehen wir zum Fährhafen. Der kleine Rettungskreuzer ist eigentlich auch schon weitaus höher da drauf. Der ist jetzt aber auch ziemlich abgesackt. Er ist fast auf dem Trocknen, will ich mal sagen. Da fehlt nicht mehr viel und er ist auf dem Trocknen. Da. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Gut, gehen wir nochmal zu den Fähren. Gehen wir nochmal zu den Fähren. Windig ist es, windig. Yachthafen. Die blauen Kübel sind die Ladungen für die Fähre. Post oder sowas, keine Ahnung, Inselpost, Lebensmittel, was auch immer. Weil Norderney ist eine Insel, die sind nicht mit dem Festland verbunden. Nur über Fähre oder so. Da ist eine Fähre, zumindest das Oberteil davon. Der Rest scheint irgendwie, ja. Ach, das ist die Schnellfähre. Genau. Das ist die Turbofähre hier. Genau. Und das ist da hinten die normale. Es sind 2. Es ist eine, die fährt, ich glaube, stündlich Norderney. Und
Und die andere fährt, glaube ich, stündlich Jüst. Oder nee, stündlich Jüst geht nicht, kannst vergessen. Auch die zweistündlich müssen. Die fahren in Jüst, glaube ich, dreistündlich. Weil die Fahrt nach Norderney dauert 1 Stunde. Und die Fahrt nach Jüst dauert 1,5 Stunden. Da können die ja wohl schlecht stündlich fahren. Ja, so. Da haben wir jetzt schon mal eine. Gut, dann mal zum Fähranleger. Und da kommt die Fähre gerade rein. Ich glaube, da kriegen wir sogar ein bisschen was mit, Leute. Das wäre das erste Mal, dass ich das sehe, dranbleiben. Ich versuche da jetzt hinzukommen, damit man mal sieht, was da abgeht. Schon da. Na bingo, die Leute, die ist schon verteut. Gucken wir uns mal an, die habe ich noch nicht gesehen. In Norderney, klar, das ist die Autofähre, so wie es aussieht. Und die haben ja zwei, die haben für Auto und für Passagiere. Und hier sehe ich eher automäßig irgendwas. Schauen wir mal. Oder ist das eine normale? Ey, das ist auch, nee, das muss die Autofähre sein. Die sieht nämlich irgendwie, für normale Gäste scheint da nichts zu sein. Da ist nämlich nichts mit irgendwie Passagierdeck oder so. Wir gucken mal. Ja, da komme ich auch hin, das ist offen. Ja, das sieht eher aus wie die Autofähre. Ja. Gleich sind wir da. Okay, das heißt also, die fahren nicht rein, wenn praktisch Ebbe ist. Gut, wäre simpel, aber die haben doch normalerweise die haben doch noch eine Fahrrinne. Ja. Muss ich mich mal schlau machen, so ganz verstehe ich das auch nicht im Moment. Ja, gucken wir mal. So, ja, das ist eher, sieht mir aus ja, wie eine Autofähre, da ist nichts mit Passagierdeck oder so. Können ja mal schauen. Ja, da ist wohl, klar sind da Fähren, aber wie komme ich da hin? So, warte mal. Also das hier ist auf jeden Fall was. Gut, ich glaube, ich komme an die Mole ran. Keine Ahnung, was da los ist, aber da ist viel los. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Ja, guckt hier, das ist die Autofähre. Da ist nicht viel mit Kabine oder so. Das ist die reine Autofähre. Gut, gehen wir mal an die Mole. Schauen wir mal, was da abgeht. Na, dreh dich, komm, Gimbal, auf. So ist besser.
Theoretisch könnte ich jetzt mit dem Zug von hier aus wieder eins weiterfahren, was aber Quatsch wäre. Ach, der Inselexpress, da sieht man auch, wie weit der geht. Stimmt, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ja. Cool. Was die? Die legt ab oder was? Die geht zu. Komme ich da rein? Ja, komme ich. Schauen wir mal, ich glaube, die legt ab. Das ist auch eine Autofähre, hm? Sieht so aus, ja, legt die ab oder ist die angelegt? Ich habe jetzt keinen Plan. Der macht auf jeden Fall sauber, das heißt, die sperren das Ding, dann fahren sie aber wahrscheinlich nicht raus. Kerle, was im Wind. Ei, das bläst. Gut. Da drüben haben wir auch noch einen Hafen. Was ist denn da eigentlich? Ich habe keinen Plan. Hier ist auf jeden Fall die Fahrrinne für die Fähren, das sehe ich schon mal. Da drüben liegen auch noch Schiffchen. Die Störtebäcker liegt da. Keine Ahnung, was das ist. Das ist eher auch, ich nehme an, Transporter oder sowas. Gut. Da haben wir auch noch, ja. Das ist auch ein Frachtschiff da hinten, die Störtebäcker. Frachtkutter. Gut. Aber jetzt laufe ich mal zurück. Guckt euch das mal an, das ist Wasserstand. Wann war das? 62. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Ich denke, ihr könnt es sehen. Wahnsinn, da war das Wasser so hoch, ey. Ich fasse es nicht. Ich habe eine Markierung gesehen, da muss ich noch mal gucken irgendwann die Tage. Das soll wohl noch weitaus höher gewesen sein. Da war wohl der Deich, wo wir die Treppen hochgelaufen sind. Der stand wohl so richtig schön, der war weg. Also der stand komplett unter Wasser. Das war die Höchstmarke, die sie hatten. Ich weiß nur nicht wann. Ich musste halt noch mal schauen. Aber muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Und bei 4,40 Meter, da war hier schon einiges unter Wasser. Heftig. Richtig krass. Ja, jetzt sind wir wieder hier hinten. Morgen soll es dann mal in die Stadt gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich da ein Video mache. Könnte ich eigentlich machen. Zumal ich habe heute eins gemacht, wo ich beim Netto einkaufen war und mich erstmal richtig gut verlaufen habe und mich dann auch noch mit dem Navi rumgezickt und rumgestritten habe, weil das gemeint hat, vor meiner Eingangstür wären es noch 400 Meter bis zum Ziel, also bis nach Hause, obwohl ich schon zu Hause war. Das Ding hat mich dann natürlich um Ecken geschickt, wo ich mir gedacht habe, nee, Alter, da läufst du im Kreis. Jetzt versuchst du dich mal selber zu orientieren, was dann auch wesentlich besser geklappt hat, obwohl ich mich um knappe 1 Kilometer verlaufen habe. Aber das war egal. Wäre ich nach Navi gelaufen, wäre ich wahrscheinlich jetzt noch irgendwo unterwegs. Keine Ahnung wo, Bremen oder München oder Hamburg oder so, aber nicht mehr hier in Norddeich. Das Navi ist echt zum, naja gut, man kennt's ja. Oh, da drüben, das ist auch frei, das ist normalerweise fast unter Wasser. Ja, wie gesagt, ein Video habe ich da vom Meer. Das muss ich aber erst zu Hause schneiden dann. Ich habe zwar hier gutes WLAN, aber nicht das perfekte Schnittwerkzeug. Dann mache ich das zu Hause. Es wird sowieso 2, 3 Videos geben, die ich erst nach dem Urlaub hochlade. Ja, aber ich versuche halt eben jetzt dann, so weit wie es geht, immer live zu gehen. Ein paar Daten habe ich noch, von meinen 20 Gigabyte dürfte ich jetzt noch 10 haben. Das heißt, wenn ich für eine Stunde 1 Gigabyte brauche, reicht das vollkommen aus. Ach, der läuft aus. Ach, haben wir doch was verpasst, Leute. Schade. Okay, beim nächsten Mal. Macht einen schönen Krach. Ich dachte ihm, was ist das denn? Total erschrocken. Wo hast du denn sowas in der Stadt? Nicht immer, wenn ein LKW vorbeifährt.
So, schauen wir mal weiter noch. So, hier drüben, da war der Bahnhof. Da sind wir also hergelaufen. Das heißt, vom Bahnhof zu unserer Unterkunft sind es auch nochmal 1,4 Kilometer gewesen, die mit zwei riesen Koffern gelaufen sind. Noch eine riesen Packtasche dabei, etliche kleine Taschen. Also es war schon eine Qual am Dienstag. Denn wir laufen jetzt den Weg gleich mal. Und da könnt ihr mal sehen, wie heftig das war. Weil wir mussten erst mal hier da drüben rüber. Der Bahnhof hier ist die Mole. Aber unser Bahnhof ist noch viel weiter vorne gewesen. Das heißt, hätten wir gewusst, dass wir an der Mole kürzer sind, wären wir natürlich hier ausgestiegen. Aber wir sind weiter in die Stadt reingefahren. Und jetzt sind wir ja im Endeffekt gerade wieder am Yachthafen. Und der Weg vom Yachthafen zu uns hoch ist wesentlich kürzer. Hier geht's jetzt auch in die Innenstadt oder so. Das wusste ich auch nicht. Wir wussten nicht, wo das Zentrum ist. Und das habe ich dann auch erst durch einen Zufall gefunden heute Mittag beim Spazierengehen. So, und jetzt gehen wir gerade wieder am Strand lang. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder runter, wo wir eigentlich hergekommen sind. Und dann, ja, geht's wieder zurück. Wartet mal, Leute, ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich muss eigentlich gar nicht am Strand wieder vorbei, den haben wir ja gesehen. Ich könnte ja mal oberhalb lang laufen. Weil wir sind so ziemlich am Ende vom Strand. Gucken wir einfach mal. Weil da lang, in die Richtung geht es zum Strand. In die Richtung müsste es auch gehen. Dann würde ich oben lang laufen und könnte mir eigentlich den ganzen Außenrumweg sparen. Das wäre dann praktisch die Strecke, die wir mit den Koffern gelaufen sind. Die wäre aber wesentlich kürzer, die wäre oben auf dem Deich. Ja, ich schau mal. Ich muss mal gucken. Aber das müsste eigentlich dann, ja, es könnte die Ecke sein. Ich schau mal. Mann, der Rettungskreuzer sieht so aus, als wäre er gesunken. Da, guckt nur das Fähnchen raus. Ja, in ein paar Stunden ist er wieder oben. Die Drachen fliegen immer noch. Aber bei dem Wind hier. Okay, wir schauen einfach mal, ob ich da lang komme. Das könnte ein bisschen Weg sparen. Weil an den Strand kann ich morgen immer noch gehen. Kann ich jeden Tag machen, das ist nicht das Problem. Nur ob ich hier auch lang komme, weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Meter, ein paar viele.
Warte mal. Mal gucken. So ziemlich einen Plan habe ich keinen. Aber das funktioniert. Ich glaube, muss nur noch eins hoch. Hier unten ist irgendwas Auto, keine Ahnung. Ja, ich bin oberhalb, stimmt. Also gut, ich muss da hoch. Wo die Fahrräder fahren, da müssen wir hin. Dann kommen wir da hinten am Haus des Gastes vorbei, richtig, ja. Das ist aber nicht den Weg, den wir gelaufen sind. Den Weg, den wir gelaufen sind, der ist unterhalb. Den muss ich jetzt hier lang? Ne, wir gehen auf den Deich, komm, egal. So. So, gehen wir auf den Deich. Genau, ja, hier sind wir nämlich auch dann. Ja, da unten. Ja, genau, von da sind wir gekommen. Von da haben wir unser Zeug dann geschleppt. Hier vorbei. Und eigentlich unten auf der Straße lang. Ich gehe jetzt oben lang. Gut, wir können auch runtergehen, das ist nicht das Problem. Dann suche ich mir einen Weg. Weil unten sind noch ein paar Geschäftchen und sowas. Da können wir da auch mal gucken. Ja, da geht's wieder runter. Gut, gehen wir einfach mal wieder runter. Und gehen dann unten lang. Hier sind die ganzen Geschäfte und alles drum und dran. Wir müssen jetzt noch ein paar viele Meter laufen. Mit oder ohne Blase, das ist jetzt egal. Aber das ist heftig. Mal gucken, ob ich das irgendwie in die Reihe kriege, weil das ist saublöd. Es tut nämlich ein wenig weh. Aber ich schätze mal, wenn ich da Luft dran lasse, dürfte das bis morgen dann relativ dicht sein wieder. Das ist halt doof. Kann passieren. Wenn man neue Schuhe anzieht, die nicht eingelaufen sind, ist es halt okay. Jetzt sind sie eingelaufen und ich mache mal Platz. Jetzt ist nichts mehr mit Laufen. So, jetzt ist das Laufen gerettet. Aber wie gesagt, das sind jetzt noch etliche Meter. Weil wir kommen jetzt erstmal zur Klinik Norddeich und von da aus haben wir gerade mal noch die Hälfte vor uns. Das ist schon noch ein bisschen. Ach ja, und was die Temperatur angeht, wir haben hier gerade 22 Grad. Die fühlen sich aber an wie geschätzte 28 Grad. Gerade hier hinterm Deich, da ist nämlich absolut keine Luft. Das hört ihr ja selber, das Handy ist relativ ruhig. Aber ansonsten, ja, ist schon krass. Ist schon heftig. So, hier ist immer noch der Teufel los. Da ist auch Café, Restaurant, Hotel, was auch immer. So, jetzt gehen wir mal weiter. Klinik Norddeich. Und wir müssen jetzt immer noch weiter hoch an der Klinik vorbei. Es dauert noch ein bisschen. Eine ganze Ecke dauert es noch. Wahnsinn. Ich schätze mal, ich habe jetzt noch so einen knappen Kilometer, bis ich zu Hause bin. Aber das kriegen wir hin. Das ist die Klinik Norddeich, Mutter-Kind-Klinik. Da machen sie ab und zu mal ein bisschen tanzen, ein bisschen Musik oder so. Ja, ganz gut. Da oben sind grüne Fähnchen. Ihr seht die noch nicht, aber ich sehe sie. Die sind ungefähr 500 Meter entfernt. Da bin ich dann fast wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Zwar noch nicht ganz, aber fast. Ja, und angeblich soll es morgen ein bisschen windig werden, aber gut, ich kann das Wetter hier nicht einschätzen, man weiß nicht. Es sieht im Moment nicht danach aus, aber man weiß ja, was von der See kommt. Sieht man erst dann, wenn es da ist. Das lassen wir uns überraschen. Gibt es wirklich einen Sturm, dann bin ich am Strand und dann bin ich live.
damit ihr auch mal seht, wie es dann hier abgeht. Ich möchte es allerdings auch mal sehen. Da müsste ich dann mal nur sehen, dass ich die Actioncam mitnehme, die ist wasserdicht, die habe ich dabei, die ist eingepackt. Und ja, sollte das eigentlich funktionieren. Hier haben wir noch eine Klinik, was ist das? Therapiezentrum. Gym, Physio, Gym, keine Ahnung, also irgendwas mit Bewegung. Da geht es zum Park, da könnte ich eigentlich abkürzen. Also gut, jetzt geht's erstmal nach Hause. Die Leute sind hier ganz anders da drauf, wenn du mit einer Kamera rumrennst. Nicht so wie bei uns zu Hause, da von wegen Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz oder sowas. Das hast du hier überhaupt nicht. Die meisten sind freundlich, nett, grüßen auch. Und es wird halt nicht gemault. Ich möchte mal wissen, wie oft ich heute schon auf dem Video war. Ich maul da auch nicht. Lass die Leute doch filmen, ist doch schön. Lass es machen, stört mich nicht. Ich meine, was ein Blödsinn, Datenschutz, weißt du, da läufst du draußen rum, wirst von jedem gesehen. Ja, willst aber nicht auf dem Video, weil ich dann vielleicht noch mehr sehen. Was ist denn das für ein Quatsch? Wenn ich nicht gesehen werden möchte, gehe ich nach Hause, mache alle Rollos runter und bleibe in der Bude und gehe nicht weg. Hatte ich einem in Nauheim auch mal erzählt, der ist ja bald ausgerastet. Naja, gut. Hier ist es anders. Scheint lockerer zu sein. Ich habe bis jetzt noch keine Beschwerden gekriegt, dass ich verpixeln soll oder dass ich rausschneiden soll. Finde ich top in Ordnung. Kann man nicht meckern. So, das sind die grünen Fahnen. Wir biegen gleich links ab. Und dann sind wir auch fast schon zu Hause. Ja, dann renne ich morgen mal durch die Stadt. Von hier aus bis Anfang Norddeich sind es 1,4 Kilometer. In die Stadt rein werden es noch mal 1,5 sein. Sind wir schon bei fast 3 Kilometer durch die Stadt durch? Ja, doch. Ich denke mal so, was werden das morgen sein? 12, 15 Kilometer kommen auf jeden Fall zusammen. Und ich werde mal sehen, ob ich dann vielleicht auch in der Stadt ein Video machen kann. Ich habe keine Ahnung noch nicht, ich weiß es noch nicht, aber ich versuche es halt. So, da möchte jemand vorbei, ich bin im Weg wie immer, das kann ich gut. So, was natürlich noch ein Problem ist, hier macht alles abends schon zu, bis auf die Kneipen. Das heißt, Bratwurst oder Fischbrötchen oder sowas kannst du hier jetzt vergessen, siehst du? Du müsstest jetzt theoretisch dann bis zum Haus des Gastes laufen und da könntest du dann ohne weiteres noch was kaufen. Die Fischbrötchen fangen an bei 4,50 bis 6 Euro. Dafür kriegst du, hier riecht's nach Fisch, das riecht geil. Dafür kriegst du aber eine Currywurst mit Brötchen und allem drum und dran schon für 3,50 am Haus des Gastes. Und du kannst da alles Mögliche, da ist also immer was los irgendwie. Und ja, ich werde auch mal abends irgendwie mal reingehen, mal gucken, vielleicht am Wochenende, mal sehen, was da los ist. Und dann schauen wir mal. Aber was du an jeder Ecke kriegst, ist im Endeffekt Eis. Vom Softeis über das normale Eis bis zum geht nicht mehr. Das kriegst du an jeder verdammten Ecke hier. Und die Preise sind eigentlich okay. Ja, die Läden haben schon zugemacht, ja. Ja, 18 Uhr fällt hier der Hammer. Was willst du machen? Ja. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Ich muss jetzt nur noch an der Bäckerei vorbei. Ja. Da vorne ist die Köstritzer, da sind wir, glaube ich, noch nicht. Ich muss, glaube ich, noch 3 Meter weiter. Werden wir sehen.
Ich brauche die Hausnummer 7. Und wir sind jetzt... Naja, gut. Nee, das ist jetzt gleich nach der Bäckerei, genau. Jetzt kommt gleich das Häuschen, wo wir drin sind. Von innen darf ich leider keine Fotos machen, sorry. Aber es ist eine schöne Wohnung, muss ich sagen. Ist okay. So, da hinter dieser Kneipe, wo diese Damen da reingegangen sind eben, da ist auch unsere Ferienwohnung. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und dann, ja, genau das Haus da. Da ist unsere Ferienwohnung oben. Da ist auch der Eingang. Der zweite ist da. Gut, Leute, das war ein Abrutscher, aber dann beende ich jetzt mein Video. Und dann geht's morgen wieder mal weiter. Mal sehen, was ich morgen mache. Dann habt noch einen schönen Tag und man sieht sich morgen wieder. Ciao, ciao.